was bedeutet es, das etwas zu verstehen? Das ist natürlich eine philosophisch sehr interessante Frage. Was ich aber in dem Fall eigentlich nur meine, ist, naturwissenschaftliche Forschung und Klimaforschung ist ja eine naturwissenschaftliche Forschung, die macht Aussagen zur Welt und die sind hoffentlich zutreffend. Und diese Aussagen zu verstehen heißt erstmal jetzt im ersten Schritt für mich nur zu wissen, was diese Aussagen tatsächlich sind. Hallo Sebastian. Hallo. Hallo. Freut mich irre, dich mal da so spontan begrüßen zu dürfen. Du hast schon ein bisschen gehört, was wir hier machen. Wir versuchen, unser Gegenüber zum Nachdenken über seine eigene Überzeugung zu bringen. Das kann man natürlich dann auch umdrehen, also es ist keine Einbahn. Aber mich würde mal interessieren, hast du irgendwelche Überzeugungen, wo du dir denkst, da bin ich mir noch nicht abschließend sicher, ob das stimmt, oder Dinge, die dir wichtig sind, wo du eine starke Meinung hast, irgendeine Aussage über die Welt, die dir wichtig ist, ganz einfach. Ich bin mir bei ganz, ganz vielen Dingen nicht sicher. Eine Sache, wo ich mich immer frage, ist, wie gut ich die aktuelle Forschung zum Klimawandel wirklich verstanden habe oder eben auch nicht. Ich habe die Forschung zum Klimawandel nicht verstanden, wäre so eine Aussage, das wäre so ein Claim, oder ich habe die Forschung zum Klimawandel verstanden. Was würdest du tendieren, eher zur positiven Aussage oder zur negativen? Ich würde zur positiven Aussage tendieren. Wie gesagt, bin mir da aber nicht so hundertprozentig sicher. Okay, ist ja interessant. Okay, ich merke mir das mal. Wenn du es anders formulieren würdest, sag's. Ich habe die Forschung zum Klimawandel verstanden, ist die Aussage. Ja. Meine erste Frage wäre, auf einer Skala von 0 bis 100, also 0 wäre nur Zweifel, du würdest nur zweifeln, und 100 wäre, du wärst da ohne jeden Restzweifel sicher, dass diese Aussage stimmt. Wo wärst du da auf dieser Skala? Ich sag mal so eine 85. 85. Okay. Ich habe die Forschung zum Klimawandel verstanden. Was ist denn die Forschung zum Klimawandel? Kannst du mir das mal kurz umreißen, was du damit meinst und was du damit nicht meinst? Gut, genau. Also es gibt ja, davon gehen wir aus, einen menschengemachten Klimawandel. Wir glauben relativ gut zu verstehen, wie verschiedene Verhaltensweisen, vor allem was den Ausstoß von CO2 angeht, die langfristige Temperaturerhöhung auf diesem Planeten beeinflusst. Und wir haben Simulationen darüber, die uns sagen, was diese Temperaturerhöhung wiederum bewirkt, sei es Niederschläge, sei es Eiskappen, sei es das Abtauen von Permafrostböden in Sibirien oder im Hochgebirge. Und dann gibt es eben so Punkte, die man sehr viel hört, zum Beispiel Stichpunkt Kipppunkte, die immer wieder behauptet werden, wo aber mein Wissensstand ist, dass, auch wenn von diesen Kipppunkten immer viel die Rede ist, diese überhaupt nicht bewiesen sind. Also kein Mensch weiß, ob es die wirklich gibt, und viele der Leute, die an Simulationen arbeiten, tatsächlich der Meinung sind, das sind Simulationsartefakte. Das heißt also die Kipppunkte, die wir zum Teil sehen, wie das angeblich der Golfstrom abreißt oder dass dann eben durch das Auftauen der Permafrostböden irgendwie ein Runaway-Effekt einsetzt, dass es quasi immer und immer und immer wärmer wird, dass diese Dinge tatsächlich eher Simulationsartefakte sind und zwar existieren könnten, aber nach Stand der aktuellen Forschung nicht existieren. Ich fasse mal zusammen, was ich gehört habe. Also du sagst, das ist ein relativ großes Feld mit vielen Themengebieten. Du bist speziell darauf eingegangen, auf die Kipppunkte, die populärwissenschaftlich sehr viel da sind und viel Gehör finden. Du
du zweifelst aber ein bisschen, ob es die wirklich gibt. Also ob die auch bewiesen sind sozusagen. Genau, nicht nur ein bisschen, sondern ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der aktuelle Stand der Forschung ist, egal ob das der ICPP-Bericht ist oder eben aktuelle Forschungsstand, zum Beispiel am Max-Planck-Institut oder ähnlichen Instituten, dass eigentlich der Forschungsstand ist, die gibt es nicht. Wie du sagtest, populärwissenschaftlich und auch medientechnisch wird aber sehr viel darüber berichtet und es wird immer wieder darauf referenziert, sodass man sich dann doch oder ich mich selber hinterfrage und sage, vielleicht habe ich es doch falsch verstanden, obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher bin. Ich will jetzt gar nicht so viel ins Detail gehen. Wir sind ja, unsere Gespräche drehen sich immer darum, es gibt eine zentrale Aussage, wir prüfen diese Aussage. Ne? Nicht, dass wir uns noch verheddern. Ich bin noch immer bei der Begriffsdefinition. Ne? Jetzt haben wir mal den Begriff der Klimaforschung definiert. Was bedeutet es denn? Du hast ja gesagt, du hast die verstanden. Bist du zu 85% zuversichtlich, dass das stimmt? Was bedeutet es, das etwas zu verstehen? Das ist natürlich eine philosophisch sehr interessante Frage. Was ich aber in dem Fall eigentlich nur meine, ist, naturwissenschaftliche Forschung und Klimaforschung ist ja eine naturwissenschaftliche Forschung, die macht Aussagen zur Welt und die sind hoffentlich zutreffend. Und diese Aussagen zu verstehen heißt erstmal jetzt im ersten Schritt für mich nur zu wissen, was diese Aussagen tatsächlich sind. Also sprich, glauben die Forscher, die jeden Tag daran arbeiten, glauben die, dass es Kipppunkte gibt oder glauben die eben nicht, dass es Kipppunkte gibt? Denn wie gesagt, Medien vermittelt höre ich immer wieder Kipppunkte. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass eigentlich der Forschungsstand ist, das, was die Forscher glauben, ist, dass es diese nicht gibt. Und deswegen frage ich mich, wie kann das sein, dass es da so einen Disconnect gibt zwischen der veröffentlichten Meinung und dem, was ich eigentlich aus Forschungspapern, aus Interviews mit Forschern, aus der Forschungsgemeinschaft heraus höre. Okay, du hast ihn verstanden, zu 85%. Also bis zu 85% überzeugt, dass die Aussage richtig ist, muss man genau sein. Was wäre denn dein stärkstes Argument dafür, dass du sagst, du hast das Ding verstanden? Wie gesagt, dass ich selber den UN-Bericht zum Klimawandel gelesen habe und da steht explizit drin, dass Kipppunkte eben noch nicht bewiesen sind. Da ist aber auch schon wieder, weiß ich nicht mehr, ein paar Jährchen alt. Das Zweite ist, dass mir Interviews bekannt sind von renommierten Spitzenforschern, wie zum Beispiel Jochen Marotzke, das ist der Leiter des Max-Planck-Instituts für Klimaforschung in Hamburg, der in Interviews eben auch genau das sagt. Und wie gesagt, warum ich überhaupt unsicher bin, ist, dass in der medialen Breite trotzdem immer und immer wieder von den Kipppunkten die Rede ist. Macht das den größten Teil von den 15% Restzweifeln aus? Ja. Also ich frage mich, wie es sein kann, dass das, was ich glaube, was wahr ist, so an der medialen Öffentlichkeit vorbeigeht. Hattest du die Überzeugung jetzt so mit, ich glaube, ich habe das verstanden mit 85%, hattest du die schon immer oder wie hat sich die gebildet? Wie sind die zustande gekommen? Also gut, die 85%, die habe ich jetzt so ein bisschen aus dem hohlen Bauch auf deine Frage natürlich entwickelt. Aber der Hintergrund ist, ich habe unter anderem auch Physik studiert und ich kenne Meteorologen und ich kenne welche von denen, die in der Klimaforschung tätig sind und man redet natürlich unter Bekannten, unter Freunden, was die Leute so machen. Und da kam dieses Thema schon seit Jahren, kommt das immer wieder auf, dass die mediale Vermittlung des Klimawandels sich teilweise eben nicht deckt mit dem, was Leute mir erzählen, die ich kenne, denen ich vertraue, deren Fachkenntnis ich einschätzen kann. Und das führt bei mir zu einer kognitiven Dissonanz, dass ich sage, aber es kann doch nicht sein, dass in den Medien das so ein Thema so grundfalsch dargestellt wird, und zwar in der Breite, nicht nur vereinzelt. Der Wunsch, den Medien glauben zu können oder denen vertrauen zu können, kollidiert da mit einer Einsicht ins Wissenschaftssystem und Zugang zu Leuten, die Fachexperten sind. Ich überlege gerade, ob man jetzt beim dritten Schritt, wenn wir fragen, wie könnte man feststellen, ob das stimmt, ne? Ob man da bei deiner ursprünglichen Aussage bleiben, so ich habe das Ding verstanden, oder ob man da auf die Kipppunkte zum Beispiel eingehen. Was ist denn dir wichtiger? Ich habe, glaube ich, rausgehört, dass dir das nicht unwichtig ist,
mit den Keypunkten speziell. Es tut mir leid, falls ich einen anderen wichtigen Punkt irgendwie nicht mitgekriegt habe. Aber sag mir einfach deine Meinung, was ist da wichtiger? Das mit dem Verstehen oder das mit den Keypunkten? Das mit dem Verstehen eigentlich ist mir wichtiger. Wie gesagt, ob das jetzt die Kipppunkte im Detail sind oder andere Details, die Kipppunkte sind einfach nur ein sehr plastisches Beispiel. Ja. Wie gesagt, ist es diese Dissonanz, diese kognitive Dissonanz, wie da sind die Medien und die machen ja im Großen und Ganzen eine solide Arbeit. Warum aber habe ich diesen einen Punkt, wo ich sage, Leute, das schießt ihr komplett am Ziel vorbei? Ja? Sind das die Medien, sind das Medienmechanismen oder bin's ich? Aha. Das ist das, was mich umtreibt. Wir nehmen die Skala immer gern her, einfach damit man so ein bisschen über den Daumen peilen kann. Das ist ja jetzt keine präzise Wissenschaft. Aber was müsste man denn dir vorlegen oder was müsstest du sehen, damit du auf der Skala sinkst auf 84-83%, wo du denkst, jetzt kenne ich mich noch weniger aus, jetzt glaube ich, habe ich es noch weniger verstanden als vorher? Ja, wahrscheinlich entsprechende wissenschaftliche Paper, peer-reviewed oder Experten, denen ich das eben auch, das Expertenwissen auch abnehme, die hingehen und sagen, nein, komm hier, ich habe Belege dafür, dass es das gibt. Ja? Dann würde ich natürlich mein Wissensstand, dass es das nicht gibt, in Zweifel ziehen. Redest du von den Kipppunkten? Nur zur Klarstellung. So. Genau, zum Beispiel. Wie gesagt, bei allen möglichen Phänomenen. Also da sind verschiedene Phänomene, die... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Darum frage ich ganz blöd nach. Ja? Ja. Wenn man jetzt Kipppunkte komplett beweisen würde, abschließend so mit Computermodell und 5 Sigma, glaube ich, heißt das bei euch so, ne? Genau. Würde das heißen, dass deine Zuversicht, dass du die Klimawissenschaft verstanden hast, auf 0 zurückfällt? Oder? Genau. Dann würde ich sagen, nein, das habe ich offensichtlich falsch verstanden. Es lag an mir. Aha. Die Medien haben es die ganze Zeit korrekt berichtet. Die Klimaaktivisten haben in dem Fall den wahren Wissensstand verbreitet. Und ich habe mich einfach geirrt. Könntest du die Klimawissenschaft verstehen, obwohl die Kipppunkte bewiesen werden? Ja, also wenn das der Stand der Wissenschaft sein sollte, dann ja. Okay, ich verstehe es nicht ganz. Bitte erklär es mir noch mal ganz kurz. Du sagst, du bist der Meinung oder der Überzeugung, dass die Kipppunkte halt nicht existieren. Korrekt. Und daran ist geknüpft deine Überzeugung, wie sehr du die Klimawissenschaft verstehst. Also das heißt, wenn die Kipppunkte wahrscheinlicher und wahrscheinlicher werden, dann sinkt deine Zuversicht, dass du die Klimawissenschaft verstanden hast. Genau, und dann müsste ich quasi nachsetzen, in Anführungszeichen. Aha. Ja, also wenn sich herausstellt, dass ich in diesen Punkten falsch liege, dann müsste ich quasi mich intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen oder einfach sagen, das ist mir die Zeit nicht wert, dann habe ich es offensichtlich nicht richtig verstanden. Also wenn du vor einer Matheaufgabe siehst, die du nicht lösen kannst, dann ist offensichtlich dein Matheverständnis vielleicht doch nicht so gut, wie du dachtest, wenn du vorher der Meinung warst, du könntest sie lösen. Das ist quasi der gedankliche Prozess. Also der Prozess ist, ich habe einen Wissensstand. Dieser Wissensstand, um nur beim Beispiel zu bleiben, ist, es gibt keine Kipppunkte. Dieser Wissensstand kontrastiert mit dem, was man oft in den Medien hört. Daher eine gewisse kognitive Dissonanz. Wie gesagt, würde jetzt jemand kommen und mich davon überzeugen, hier die kompletten Simulationen oder die peer-revieweden Paper oder hier sprich mit diesem Experten, den du auch als Experten angibst und der sagt, nee, komm, ich erkläre es dir nochmal. Und ich sage dann, ja, sorry, dann habe ich es bisher einfach falsch verstanden. Dann würde ich sagen, zum Stand jetzt habe ich die Klimawissenschaft nicht so gut verstanden, wie ich es denke. Ist das dann in die andere Richtung genauso, wenn die Kipppunkte immer unwahrscheinlicher werden von ihrer Richtigkeit her, dass du dann denken würdest, ja, da bin ich auf dem richtigen Weg, da bin ich jetzt bei 90 oder 92% Zuversicht. Da ist es eben spannend. Ja, also solange diese Dissonanz zwischen dem, was ich zu wissen glaube und dem, was man sehr viel hört, bestehen bleibt, werde ich mich immer quasi selber hinterfragen und sagen, bin ich's oder sind es die anderen? Ja? Also tatsächlich, wie
wie gesagt, habe ich mich ja mit dem Thema beschäftigt und glaube ja auch, dass ich, dass ich es verstanden habe. Nur solange eben so viele, in Anführungszeichen, Geisterfahrer da sind, ja, ist immer die Frage so, also bin ich der Geisterfahrer oder sind es alle anderen? Angenommen, wir hätten eine philosophische Göttermaschine, die hat die Weisheit des Universums, die sagt immer genau, was richtig ist. Ne? Die kennt alle Naturgesetze viel besser als die Menschen, ist von göttlicher Natur und die weiß alles. Und so gehst du jetzt hin und sagst, hey, liebe Maschine, ich glaube, ich bin zu 85% zuversichtlich, ich habe die Klimawissenschaft so ein bisschen verstanden. Liege ich da richtig? Und dann sagt die Maschine so, nein, du irrst dich, du hast das komplett 100% richtig verstanden. Und dann fällt ein Zettel drauf, da steht das drauf und drunter ist ein Begründungsfeld. Was könnte in diesem Begründungsfeld drinstehen? Ja, wie gesagt, wenn die Maschine eh alles weiß, dann braucht sie ja keine Begründung. Aber ja, ich meine, wie gesagt, die Wissenschaft liefert Messungen, Simulationen und verknüpft diese mit Argumenten, etwas in der Art und Weise. Müsste es dann auch sein. Da steht dann, ne, wir haben Folgendes getan und nach bestem Wissen und Gewissen kommt dann eben das Ergebnis raus. So ist es. Mhm. Gibt es irgendeine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die du interessant gefunden hättest? Bestimmt, aber ich bin immer sehr schlecht darin, so spontan auf wenn mir sowas einfallen zu lassen. Wenn dir was einfällt, dann schreibst du es uns. Ich glaube, du weißt, wo du uns findest. Ich finde euch beim sokratischen Weg.de. Danke. Gerne. Danke fürs Gespräch.